Hör mal, mein Freund. Wasser kontrollieren heißt, die Zügel in der Hand halten. Wir reden ständig über Ölkrisen, Dollarkurse und so weiter. Aber eigentlich geht die Sache viel tiefer bis an die Wurzeln. Lange bevor Karten gezeichnet oder Banken gegründet wurden, gab es nur eine einzige Regel. Wer das Wasser kontrolliert, kontrolliert das Leben. Hier geht es nicht nur darum, ein bisschen Wasser zu trinken, um zu überleben. Wenn du den Finger am Schleusentor hast, entscheidest du, wessen Feld ergrünt, wer vor Hunger die Stadt verlassen muss und wer sich dir beugt. Wasser ist nicht mächtig, weil es existiert, sondern weil du es jemandem geben oder vorenthalten kannst. Es ist die ultimative Waffe. Warum wurden die ersten Städte wohl genau dort gegründet? Die Leute haben nicht gesagt, hey, hier ist die Aussicht schön, bauen wir mal ein Haus. Die ersten großen Zivilisationen, Mesopotamien, Ägypten, entstanden dort, wo das Wasser am unberechenbarsten war. Warum? Weil man riesige Organisationen brauchte, um diese Flüsse zu bändigen. Kanäle mussten gegraben, Dämme errichtet und Fluten berechnet werden. Das schafft keiner allein. Man braucht einen Chef, eine Autorität. Im Grunde ist das, was wir heute Staat nennen, genau diese Organisation, die damals die Kanäle graben ließ. Von Hammurabi bis Rom. Dreh ich den Hahn zu, bist du erledigt? In Mesopotamien hat dein Nachbar deinen Kanal beschädigt? Das war keine einfache Sachbeschädigung, das war ein schweres Verbrechen. Denn die Wasserinfrastruktur war die Lebensader der gesamten Gesellschaft. Die Pharaonen in Ägypten. Je höher der Nil stieg, desto mehr Steuern wurden fällig. Wasser war also direkt die Staatskasse. Rom. Diese riesigen Aquädukte wurden nicht gebaut, damit die Leute nur nett duschen konnten. Sie machten die Städte abhängig vom Geld und der Ingenieurskunst Roms. Wenn das Wasser stoppte, wurden diese riesigen Metropolen innerhalb einer Woche zu Geisterstädten. Das System funktioniert, bis es eben nicht mehr funktioniert. Die große Falle ist folgende. Alles, von dem du glaubst, dass du es kontrollierst, macht dich in Wahrheit abhängig. Mesopotamien hat durch übermäßige Bewässerung den Boden versalzt und so sein eigenes Ende besiegelt. Die Maya bauten riesige Speicher, aber als die Dürre zu lange anhielt, brach das System krachend zusammen. Die Sache ist die: Diese Systeme explodieren nicht einfach von heute auf morgen. Sie verrotten langsam aus langweiligen Gründen. Das Budget für die Instandhaltung wird gekürzt. Rohre veralten. Die Herrscher werden nachlässig, weil es ja eh fließt. Und eines Tages wachst du auf und hast weder Essen noch Ordnung. Was hat sich heute geändert? Spoiler, gar nichts. Heute wurden die Wasserkanäle durch Bankkonten, Kreditsysteme und riesige Staudämme ersetzt. Aber die Logik bleibt dieselbe. Wer oben am Fluss sitzt, lässt die unten nach seiner Pfeife tanzen. Wenn ein Land heute einen Damm am Nil oder an Euphrat und Tigris baut, erzeugt es nicht nur Strom, es sendet eine politische Botschaft an die Nachbarn. Es ist die höfliche Art zu sagen: Ich kann dein Feld jederzeit austrocknen lassen. Kommen wir zum Punkt Wasser, kannst du nicht in der Notenpresse drucken und du kannst es nicht durch irgendetwas Gefälschtes ersetzen. Wenn das Wasser weg ist, trifft dich die Realität mit voller Wucht. Die Geschichte lehrt uns: Die stärksten Gesellschaften waren nicht die mit den größten Dämmen, sondern die, die einen Plan B hatten und nicht alles an einem einzigen zentralen Knotenpunkt aufhängten. Also, mein Freund, wenn du das nächste Mal in den Nachrichten von einem Streit ums Infrastrukturbudget oder einer Krise bei Wasserabkommen hörst, wisse eines: Das ist kein langweiliges Behördenthema, sondern der jahrtausendealte Kampf um die Macht. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten.
Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.